Ich bin der Felix, das ist unsere neue PA-Matrix, mit der wir euch alle diese Systeme hier, die ihr seht, um mich herum vorführen können. Was ich euch hier zeigen kann, ist das neue Tablet. Früher hatten wir eine ganz analoge Schaltoberfläche, jetzt haben wir eine eigens programmierte Software, die auf diesen Windows-Tablets läuft. Mit dieser Software können wir die hinterlegten Lautsprecher auswählen, umschalten. Wir haben ein paar Grundinformationen direkt mit hinterlegt, zum Beispiel Gewicht und Leistung bei den Lautsprechern. So, was ihr hier seht, ist unser neues Rack. Das war früher alles mal in das alte Board eingebaut, was hier L-förmig stand, bevor der neue Boden kam und wir das neue Möbelstück eingezogen haben. Wir haben hier die Funkstrecken, Line 6, AKG, Shure, Sennheiser, T-Bone. Wir haben die Equalizer hier unten mit verbaut. Wir haben die Frequenzweichen hier drunter mit verbaut. Mittlerweile haben wir auch eine externe Stagebox mit abgesetzt in das ganze System, also sprich alle Audiosignale von den Funkstrecken, dem CD-Spieler laufen auf die Stagebox, von da aus per Ethernet rüber auf das Pult, das wir nutzen zur Vorführung. Soweit möglich versuchen wir alles digital zu fahren. Die Crossovers sind alle in Stereo, also sprich Stereo-Signal auf den Crossover, Stereo-Return von den Top-Wegen, Stereo-Return von den Bass-Wegen. Die sind immer nur vierwegig geschalten, weil wir vom Raumsystem her einfach nicht mehr Möglichkeiten haben und uns irgendwann auch einfach der Platz ausgeht, tatsächlich. Wie ihr seht, wir haben verschiedene Modelle drin. Modelle, die wir nicht mit drin haben, können wir manuell mit dazu schalten. Durch Auswählen schaltet die Matrix um. Das gleiche natürlich auch bei den Bässen. Ich kann mir hier einfach irgendeinen Bass aussuchen. Ich habe noch zusätzlich die Möglichkeit, das Ganze zu filtern für uns, damit wir schneller die von euch gewünschten PAs raussuchen können. Also zum Beispiel kann ich sagen, ich will einen Aktivbass, dann tauchen jetzt nur noch Aktivbässe hier drin auf. So zum Beispiel den QSC-Sub. Dann kann ich natürlich sagen, jetzt will ich aber Topteil auch einen QSC-Topteil haben, also gehe ich hier auf Hersteller, Filter nach Topteilen QSC, dann kann ich natürlich auch wieder aktiv oder passiv sagen. In dem Fall habe ich aber nur zwei aktive da und jetzt habe ich eine reine QSC-PA am Laufen. Ein Unterschied zur vorigen Matrix ist, ich sehe hier im Überblick alles, was drin ist. Ich sehe den EQ, ich sehe den Crossover, ich sehe die Endstufen im Bassweg, ich sehe die Endstufen im Topweg, ich sehe, welches Bass, welches Top ausgewählt ist. Und mit Auswählen gebe ich der Matrix einen Umschaltbefehl und wie ihr seht, springt er komplett auf das ganze System. Und der Vorteil für euch ist, nicht nur wir sehen das, sondern ihr seht auch, was jetzt aktuell läuft. Und zwar alles. Also sprich, welches Pult, welcher Crossover, welche Endstufen, welche Topteile, welche Bässe. Außerdem könnt ihr gleich sehen, was das Ganze kostet. Und wenn ich jetzt irgendetwas dazu schalte, zum Beispiel ein EQ, dann seht ihr erst das neue Produkt und danach seht ihr, taucht es auch unten mit in der Leiste mit auf. Was ihr hier seht, ist das, was eigentlich geschalten wird. Also sprich, die eigentliche Matrix. Ihr seht hier ganz oben die Pulteingangsquellen, darunter haben wir die EQ-Eingangsquellen und die Return-Wege von den EQs. Dann kommen die Crossovers, 16 an der Zahl, die wir maximal einsteuern können, und die Returns, also sprich Topwege und Basswege. Das Neue an dieser Matrix ist, warum wir auch so drauf bestanden haben, unter anderem unbedingt eine neue Matrix zu haben, ist, es ist komplett symmetrisch, bis zu dem Abgriffspunkt, der dann letztendlich die einzelne Box an sich bedeutet. Wie ihr seht, läuft hier ein ganzer Berg an kleineren und größeren Multicores rein, die verteilt sind auf die Racks, die ihr vorher gesehen habt, mit den Funkstrecken, mit den EQs, mit den Crossovern. Das Steuersignal kommt vom Rechner hier unten auf den kleinen RS232-Schnittstelle. Und die zweite RS232-Schnittstelle geht weiter nach vorne, das Steuersignal vorschleifen zu der zweiten Ebene von dem ganzen System, wo ich dann meine Endadressen vergebe. Da kommen wir auch gleich dazu. Von diesem Computer kommt auch die Hintergrundmusik. Wir können also direkt mit dem Tablet mit euch zusammen durch den Raum laufen und euch direkt an den Boxen beraten, können mit euch zu den verschiedenen Systemen laufen, sind nicht mehr hinters Pult verbannt und können entsprechend auch schnell reagieren mit laut und leise oder wenn ihr einen anderen Musikwunsch habt, den starten. So, willkommen in den Eingeweiden. Was ihr hier seht, ist das Endstufen-Rack. Das sind alle Endstufen, mit denen wir hier die ganzen Passivsysteme betreiben. Also alle Lautsprecher, die passiv in diesem Raum laufen, werden über diese Endstufen mit versorgt. Wie schalten wir das Ganze? Indem wir den Audio-Output der Matrix schalten auf die Endstufe. Diesem Audio-Output ist die Endstufe
adressiert zugewiesen. Das ist dann der Fall, wenn ihr auf dem Bildschirm oben die Endstufe seht. Das Lastsignal, was von der Endstufe zurückkommt, wird wiederum dann auf den Passivverteiler geschaltet und die Adresse, die ich dort an den Passivverteiler schalte, ist dem passiven Lautsprecher zugeordnet. Und über die Unterverteilung, also wir haben hier einen Bühnenboden und an den Seiten relativ viele Versatzkästen, da greife ich dann endgültig das Signal ab. Wie das Ganze im Schrank aussieht, kann ich euch gleich noch zeigen. Hier ist es im Prinzip nur 2 XLR-Kabel rein, 2 Speaker-Kabel wieder zurück. Also was ihr hier seht, ist das eigentliche Audioverteilungssystem. All diese Multicores, die ihr hier seht, und es sind mittlerweile einige geworden, führen zu den Versatzkästen, die hier überall auf der Bühne verteilt sind. Sowohl hier vorne in dem Rondell, als auch hinten beim Fenster, über den ganzen Raum. Diese Adressen sind den einzelnen Lautsprechern zugewiesen. Und wenn wir einen Lautsprecher aufrufen, wird dieser adressierte Weg auch geschaltet. Ihr seht hier zum Teil ist nur die Hälfte belegt, weil viele von den Lautsprechern führen wir nur in Mono vor, weil wir einfach nicht den Platz haben, alle Systeme in Stereo aufzustellen. Deswegen sind nur die wenigsten Systeme wirklich Stereo gefahren. Da wo wir nur einen linken Weg brauchen, stecken wir natürlich auch nur einen linken Weg. Wir haben insgesamt 56 Mono-Wege im Top-Teil. Wir haben 24 aktive Basswege. Wir haben 8 Mid-High-Endstufen-Inputs. Wir haben 8 Sub-Low-Wege zu den Endstufen. Dann haben wir hier diese Signal-Returns von den Endstufen. Also hier kommen die Speaker-Kabel von den Endstufen wieder zurück. Hier von den Top-Signalen. Und hier unten das Ganze nochmal von den Bässen. Wir haben wieder 16 Wege Passiv-Top und wir haben 16 Wege Passiv-Sub. Die Besonderheit an diesem ganzen System ist, es ist komplett eigenentwickelt. Angefangen von der Planung über die Platinen, sowohl NF als auch Passiv, bis hin über die Software, die wir nutzen, um das Ganze zu steuern, die Software, die wir nutzen, um das Ganze anzulegen, zu adressieren und zuzuweisen, die Software, die wiederum unsere Bildschirme steuert, mit denen ihr sehen könnt, was gerade für euch läuft. Und jetzt könnt ihr eben wirklich sehen, was für euch läuft.